Hi Leute, kennt ihr das auch? Der Tag ist rum. Wir hatten einen sehr harten Arbeitstag, die Schultern tun uns weh und eigentlich freut man sich nur noch auf die schöne warme Dusche und dann sowas hier. Ja, eine uralte Dusche, alles verkalkt, nichts funktioniert mehr so richtig, einfach nichts Schönes mehr. Man kann es nicht schön in der Höhe verstellen. Es ist einfach kein schönes Teil. Hier möchte ich mir mal ein bisschen Luxus jetzt gönnen und mir eine nagelneue Dusche einbauen, und zwar eine, die auch mal richtig was Geiles kann, und zwar eine Dusche mit Rückenmassagefunktion, Schultermassagefunktion, höhenverstellbar, also einfach mal so ein bisschen richtiger Männer-Feierabend-Luxus. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was baue ich mir hier heute Schönes ein? Und zwar habe ich hier mir heute die Horo Rain Flexi S2 ausgesucht. Das ist ein wahrer Wellness-Traum. Wie ihr seht, habe ich hier zwei Modelle auf dem Tisch. Im Prinzip baugleich, bis die Farbe, diese unterscheidet sich hier ein bisschen. Wir haben hier die Variante in Chrom und hier in matt, ich sage einfach mal mattgrau, matt-silber. Ich werde wahrscheinlich die mattgraue Version einbauen. Wir schauen mal kurz in den Lieferumfang, ob alles da ist. Hier hätten wir primär als erstes das zentrale Element, ich sage einfach mal die Duscheinheit. Wir haben hier unsere Rückendusche, hier nochmal, ich sage einfach mal die Nacken- und Schulterdusche. Dann können wir das ganze Teil aufklappen und ihr seht, hier haben wir dann unsere Kopfdusche. Diese Einheit ist dann natürlich höhenverstellbar. Und hier an der Seite haben wir noch eine Aufnahme für eine Handbrause, sage ich einfach mal, aber diese hat auch sehr viele Zusatzfunktionen. Das Ganze wird hier unten gesteuert. Hier können wir dann die verschiedenen Düsen oder Brausen umschalten. Dann haben wir im Lieferumfang die Handbrause mit enthalten. Das ist eine Handbrause mit einem speziellen Design. Ihr seht hier solche Silikonnobben. Diese sollen dafür sorgen, dass diese Brause nicht so schnell verkalkt. Das ist nämlich generell bei mir ein Problem. Wir haben nämlich sehr kalkhaltiges Wasser. Somit lässt sich das besser reinigen. Wir haben hier auch verschiedene Sprühfunktionen und sogar hier vorne eine Kopfdüse, wenn wir mal irgendwas absprühen oder reinigen müssen. Das Ganze hat hier dann dementsprechende Schalter und wird über einen Schlauch angeschlossen. Im Lieferumfang sind dafür dann zwei Schläuche enthalten. Diese benötigen wir, um unsere Haupteinheit und die Handbrause anzuschließen. Dann haben wir hier unsere, sage ich einfach mal, Wasserausgabeeinheit. Das ist auch ein sehr massives Teil, sehr edel gestaltet. Ihr seht, wir haben hier oben eine Glasoberfläche. Hier können wir Duschgel oder andere Dinge ablegen. Wir haben ein zentrales Steuerelement. Das ist hier vorne. Das besteht aus mehreren Tasten. Diese sind sehr einfach zu bedienen. Hier haben wir einfach nur diese Drucktasten. Wenn wir diese betätigen, wird dann dementsprechend die Brause oder hier unten noch eine Wasserauslassfunktion betätigt. Das finde ich sehr gut. Wenn ich mal zum Beispiel in der Dusche irgendeinen Eimer oder irgendwas füllen möchte, möchte ich natürlich hier noch einen zentralen Wasserablauf haben. Dieser ist hier vorhanden. Das können wir hier mit diesen beiden Tasten steuern. Hier haben wir die Temperatureinstellung, also unser Thermostat. Das stellt sicher, dass wir uns A nicht verbrühen und B natürlich nicht zu kalt duschen. Das ganze System ist extrem hochwertig aufgebaut. Hier drinnen seht ihr alles aus Messing und die Installation ist hier sogar kinderleicht gehalten. Wir haben nämlich hier ein Schnellverbindersystem. Damit bringen wir das Teil dann gleich an die Wand. Bevor ihr es anbaut, noch ein kleiner Tipp. Hier drinnen befinden sich Befestigungsschrauben. Ich sage einfach mal so Imbusschrauben. Dreht diese bitte so weit zurück, dass ihr sie hier drinnen nicht mehr spürt, wenn ihr mit dem Finger reingeht. So seid ihr dann eigentlich schon für den Einbau vorbereitet. Ganz wichtig, wir müssen noch mal ganz kurz an die Wasserinstallation. Das heißt, die vorhandene Dusche muss raus. Und dann haben wir hier diese Verbinder, nenne ich es einfach mal. Von diesen existieren zwei Stück. Das sind Schnellverbinder. Diese ermöglichen uns die schnelle Installation der Dusche. Das wird einfach mit unserer Wasserleitung hier verschraubt. Wichtig, dichtet das vernünftig ab. Wie das geht mit Teflonband, Dichtschnur oder auch Hanf, habe ich in anderen Videos erklärt. Diese findet ihr unter dem i oben in der Ecke des Videos oder in der Videobeschreibung. Also wollen wir uns das schöne Teil einfach mal einbauen und bei dieser Ausstattung hier müsste das auch kinderleicht umzusetzen sein. Als erstes beginnen wir jetzt mit dem Anschluss unserer Exzenterstutzen. Diese Stutzen, wie ihr schon seht, haben hier einen kleinen Winkel oder eine Abwinklung. Dieses soll euch dabei helfen, die Dusche oder das Bauteil gerade auszurichten. Dafür habt ihr dieses Werkzeug mit im Lieferumfang. Ihr seht, das passt hier durch. Und so können wir diese Stutzen so drehen, dass sie exakt gerade ausgerichtet sind. Bevor wir jetzt diese hier einhampfen oder mit Teflonband abdichten, würde ich euch empfehlen, diese erstmal
in die Wand einzuschrauben und hier mit diesem Werkzeug auszurichten. Habt ihr sie exakt gerade ausgerichtet, markiert ihr euch an der Wand die Position, so wie sie ausgerichtet sind, wie sie stehen müssen, und dreht sie wieder heraus. Jetzt würde ich euch empfehlen, hier diese Stutzen einzuhanfen. Am besten wäre natürlich hierfür, ihr verwendet Hanf. Hanf hat hier einen großen Vorteil. Wenn wir diesen Exzenterstutzen nochmal etwas zurückdrehen müssen, können wir das machen. Wir können natürlich auch das im Lieferumfang enthaltene Teflonband verwenden. Wichtig bei dem Teflonband ist zu erwähnen, dieses könnt ihr natürlich nicht zurückdrehen. Wenn ihr das zurückdreht, müsst ihr den Exzenter wieder rausnehmen und nochmal neu abdichten. Alternativ gibt es auch Dichtband für diese schöne Arbeit. Wie genau man mit diesen 3 Werkstoffen arbeitet, habe ich in einem anderen Video erklärt oder in anderen Videos. Diese findet ihr hier oben unter dem i. So könnt ihr euch nochmal informieren, wie das auch wirklich funktioniert. Jetzt habe ich hier Teflonband eingesetzt, drehe die Exzenterstutzen in meiner Wasserleitung. Ein ganz wichtiger Punkt: links ist hier warm, rechts ist kalt. Das ist ein Standard, so soll das natürlich auch bei euch sein. Sonst funktioniert nämlich euer Thermostat nicht richtig. Haben wir die Exzenterstutzen ordnungsgemäß eingedreht, ausgerichtet, kommen wir zu unserer Garnitur, zu, sagen wir einfach mal, unserer Hauptsteuerzentrale. Diese wird jetzt einfach auf die Exzenterstutzen aufgesteckt. Das geht ganz einfach, wenn ihr hier sauber gearbeitet habt. Einfach anbringen, anstecken. Und auf der Unterseite einfach die 2 Imbusschrauben festziehen. Ihr solltet diese schon festziehen, natürlich bitte nicht zu fest, denn nach fest kommt ab. Haben wir so das Gerät montiert, würde ich jetzt hier den Wasserzulauf wieder einschalten. Das heißt, dreht euren Hauptwasserhahn vorsichtig auf und schaut erstmal, ob alles ordnungsgemäß dicht ist. Wir können hier auch noch mal kurz probieren, ob unser Wasserfluss funktioniert. Das scheint bei mir okay zu sein. Also kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Im nächsten Arbeitsschritt kommen wir zur Duscheinheit. Diese Duscheinheit kann frei platziert werden, also ihr könnt hier frei wählen, wo ihr sie anbringen wollt. Der Hersteller gibt hier ein Standardmaß mit 1,30 Meter von Oberkante eurer Dusche, also in der ihr drin steht, hochgemessen. Messt ihr einfach hoch und könnt hier die Befestigungsplatte anbohren. Die Befestigungsplatte sollte sich, wie gesagt, in der Nähe unserer Haupteinheit befinden, denn das wird alles mit Schläuchen verbunden. Ich mache das jetzt hier einfach mal. Wichtig, diese 1,30 Meter, 130 Millimeter sind ein Richtmaß. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen auf eure Bedürfnisse anpassen. Das habe ich hier jetzt bei mir auch gemacht, je nachdem, wie groß man halt ist. Jetzt befestige ich die Platte an der Wand. Wichtig, hier sind 4 Bohrlöcher für erforderlich. Achtet bitte darauf, gerade wenn wir im Bereich von Wasserleitungen bohren, schaut, dass ihr hier keine Wasser- oder Stromleitung anbohrt. Prüft eventuell nochmal mit so einem Messgerät vorher, ob da auch wirklich nichts unter der Wand ist. Bohrt hier eure Dübellöcher, bringt die Dübel an und schraubt die Befestigungsplatte, wie hier zu sehen, einfach fest. Dann kommen wir zur Montage der Duscheinheit. Diese ist ganz einfach montiert. Einfach hier aufstecken. Wichtig, wir können sie in diesem Zustand schon in der Höhe verstellen. Das müssen wir auch, denn wir haben hier links und rechts ein Montageloch. Hier schiebt ihr einfach mal die Duscheinheit etwas nach oben oder unten, bis ihr eure Schraubenlöcher findet und könnt sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schrauben hier anbringen. Wichtig, es sind 4 Schrauben enthalten. Sucht eure Befestigungspunkte und zieht diese 4 Schrauben an. Habt ihr diese angezogen, achtet bitte darauf, die Montagelöcher noch zu schließen. Hierfür sind diese Gummikappen im Lieferumfang enthalten. Einfach hier einbringen und somit sind auch diese Löcher verschlossen. Dann kommen wir zum reinen Anschluss der Duscheinheit. Diese wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schläuchen angeschlossen. Hier haben wir 2 Längen, einen kürzeren und einen längeren Schlauch. Welchen ihr wofür verwendet, überlasse ich einfach mal euch. Ich werde es folgendermaßen machen. Ich werde meine Haupteinheit mit der Duscheinheit mit dem kürzeren Schlauch verbinden und den längeren Schlauch für meine Handbrause verwenden. So kann ich in einem größeren Radius die Handbrause einsetzen. Ganz wichtig, wenn ihr die Schläuche verwendet, sie sind hier mit solchen Schutzkappen verschlossen. Öffnet diese, schaut hinein, hier sind Dichtungen vorhanden. Diese Dichtungen müssen gerade sauber eingelegt sein. Erst dann dichten sie auch richtig ab. Auch wichtig, diese Schläuche haben 2 Aufnahmen, links und rechts. Die eine Aufnahme hat eine Gummierung, die andere nicht. Ich nehme an, diese Gummierung ist für die Handbrause gedacht, wenn ihr die Handbrause in die Aufnahme steckt, dass die nicht verkratzt. Also achtet immer darauf, die Gummierung zu der Handbrause zu montieren, so wie ich das hier auch mache. Jetzt schließen wir noch die Handbrause an der Duscheinheit an. Einfach hier unten auch wieder den Schlauch anbringen, auch wieder den Schlauch nicht vertauschen. Die gummierte Seite gehört
zur Handbrause. Wichtig für die Handbrause ist noch ein Einsatz vorhanden. Dieser Einsatz soll etwas den Wasserverbrauch reduzieren. Ein kleiner Filter, sage ich einfach mal. Diesen müssen wir genau so einsetzen, wie ich es euch hier vormache. Und dann schrauben wir auch hier unseren Schlauch auf. Somit ist eigentlich schon alles montiert und wir kommen mal zu einem kleinen Test. Wir können hier mal die verschiedenen Modis durchschalten. Die verschiedenen Duschmodis werden an der Duscheinheit durchgeschaltet, unten an dem Rad. Einfach hier einstellen, was ihr haben wollt. Stellen wir den Schalter einfach mal auf Handbrause, begeben uns wieder zur Haupteinheit. Hier haben wir zwei Steuerhebel. Der eine ist, wie vorhin schon erwähnt, für eine direkte Wasserentnahme, zum Beispiel wenn ihr einen Eimer oder was füllen wollt, und der andere schaltet dann dementsprechend die Duscheinheit ein, die wir an unserem Stellrad voreingestellt haben. Wir sehen, die Brause funktioniert. Die Brause hat verschiedene Modis, die wir mit dem Knopf unten an der Brause durchschalten können, und oben auf der Brause ist noch ein Knopf. Wenn wir diesen betätigen, kommt vorne ein schöner Reinigungsstrahl heraus. Damit können wir dann auch nochmal einiges absprühen. Dann kommen wir zum nächsten Modus. Den schalten wir auch wieder hier unten auf unserem Rad ein. Das wäre die Rückenmassage oder die Rückendusche. Wenn ich diese eingeschaltet habe, startet dieses, sieht das in etwa so aus. Und zu guter Letzt kommen wir zur Kopfbrause. Diese ist kombiniert mit der Nackendusche. Hier können wir auch einfach mal draufschalten. Die Nackendusche schaltet sich ein, wenn ihr die Kopfeinheit geschlossen habt. So habt ihr eine Nackendusche. Und wenn ihr sie öffnet, ist es dann dementsprechend ganz normal eine Kopfbrause, die natürlich hier in diesem Fall auch höhenverstellbar ist. So wie ihr gesehen habt, die Installation der Horo Rain Flexi S2 war kinderleicht. Also ich bin der Meinung, das müssten die meisten Heimwerker ohne Probleme selber hinbekommen. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack an dieser Dusche gekommen seid, kein Problem. Ich verlinke euch einfach mal die Bezugsquellen unten in der Videobeschreibung. Und ich habe hier auch eine Kooperation mit dem Hersteller, was also auch bedeutet, ich habe einen Rabattcode für euch. Den packe ich euch auch einfach mal unten in der Videobeschreibung mit rein. Wie hat euch hier das Duschsystem gefallen? Würdet ihr es euch einbauen und würdet ihr es euch auch zutrauen, das selber einzubauen? Schreibt mir das doch bitte auch mal unten in die Kommentare, denn das würde mich auch mal interessieren. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr meinen Kanal unterstützen? Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei. Dort habe ich auch eine kleine Kaffeekasse eingerichtet. So könnt ihr mir auch mal einen digitalen Kaffee ausgeben, wenn ihr wollt. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.